Riechst du das? Frisch gebratenes Hähnchen. Ich habe riesigen Hunger. Ja, aber du weißt, ich esse nicht gern zu scharf. Können wir mild nehmen, bitte? Ach, ich wollte eigentlich das extra scharfe. Ich liebe diese rote Soße. Vielleicht können wir halb und halb machen. Eine Seite mild, eine scharf. Gute Idee. Ich frag mal an der Kasse. Hallo, kann man den Eimer gemischt haben? Halb scharf, halb normal? Ja, klar, das geht. Super, danke. Und eine große Pommes zum Teilen, bitte. Perfekt. Ich bekomme schon Appetit. Schau, unsere Nummer wird schon aufgerufen. Ich mach auf. Oh, schön goldbraun. Moment, welche Seite ist scharf? Ich will nicht gleich weinen. Da ist ein kleines Schild. Diese Seite ist mild. Zum Glück. Ich nehme ein kleines Stück. Schön knusprig. Ich probiere das Scharfe. Brennt ein bisschen, aber schmeckt super. Versuch's mal mit dieser weißen Soße. Die kühlt. Ah ja, lecker, scharf und cremig zusammen. Du schwitzt ein bisschen. Trink was. Danke, weißt du was? Halb und halb ist echt eine gute Idee. So gibt's keinen Streit. Wir teilen und probieren alles. Ups, ich habe aus Versehen vom scharfen Teil genommen. Zu scharf, tief atmen. Hier Serviette und Getränk. Geht schon. Nur Überraschung, aber lecker. Schau, Pommes, machen wir Salz und Ketchup drauf? Ja, und ein bisschen Mayo. Mischmasch. Ich mag, dass man hier teilen kann. Fühlt sich wie kleine Feier an. Stimmt. Und heute feiern wir ja was, oder? Genau, ich fange Montag im neuen Job an. Das ist einen Bissen vom scharfen Stück wert. Prost mit Pommes. Prost mit Pommes. Danke, dass du da bist. Immer. Und das letzte Stück ist für dich. Nein, wir teilen. Wie am Anfang. Abgemacht. Halbe halbe. Und was für ein Geschmack. Heute schmeckt alles nach Feier. Der Laden ist riesig. Ich habe vorhin einen blauen Pullover im Angebot gesehen, aber jetzt finde ich ihn nicht mehr. War er hellblau oder dunkelblau? Hier gibt's viele Tische mit Pullis. Mittelblau, weicher Stoff, runder Ausschnitt, hatte ein rotes Sale-Schild. Okay, ich schau in diesem Stapel. Du siehst mal dort auf der Stange. Nichts hier, nur ganz kleine Größen. Hier ist einer, sieht ähnlich aus, aber grün. Die Farbe ist wichtig. Dieses Blau hat mich ruhig gemacht. Fragen wir jemanden. Entschuldigung, gibt es noch mehr blaue Pullover im Angebot? Vielleicht im Umkleidebereich bei den Rückgaben. Schau, da ist ein Wagen mit Sachen zum Zurückhängen.
Hier, blau, runder Ausschnitt, rotes Schild, aber falsche Größe. Welche Größe brauchst du? Ich suche eine mittlere. Dieser ist klein. Probier ihn trotzdem. Manchmal dehnt sich der Stoff. Ich fühle mich doof, wenn er nicht passt. Kein Problem, ich warte hier draußen. Okay, ich gehe rein. Und? Wie ist er? Überraschend perfekt. Nicht eng, nicht weit. Hab ich's doch gesagt, der Stoff ist elastisch. Wie fühlst du dich? Warm, bequem und glücklich über den Preis. Schau in den Spiegel, die Farbe passt zu deinen Augen. Danke. Manchmal ist Entscheiden schwer, aber heute habe ich Glück. Schnell zur Kasse, bevor ihn jemand schnappt. Ja, und danach einen Kaffee zur Feier. Riecht herrlich nach Kaffee? Ich habe einen Schokodonut mit Glasur bestellt. Und ich einen mit Erdbeere und Streuseln. Hoffentlich kommt er gleich. Endlich. 2 kleine Boxen. Ich mach meine auf. Oh, das ist der mit Erdbeere. Und meiner ist Schoko. Sie haben wohl vertauscht. Lustig. Na gut, wir tauschen offiziell. Abgemacht. Dein Erdbeer, mein Schokodonut. Danke. Ich liebe, wie die Glasur glänzt. Probier ihn mit einem Schluck Kaffee. Passt perfekt. Weich innen, außen leicht knusprig. Meiner ist süß und ein bisschen sauer. Macht mich irgendwie froh. Warum lachst du? Ich dachte, es wäre peinlich zu reklamieren, aber jetzt lachen wir nur. Kleine Fehler machen gute Gespräche. Prost mit Kaffeebechern. Prost. Auf die lustigen Zufälle. Komme du oftere her. Ja, wenn ich eine süße Pause brauche. Und du? Wenn ich Ideen suche. Zucker hilft beim Denken. Dann hast du heute bestimmt viele Ideen. Und eine gute Erinnerung? Und den richtigen Donut. Richtig und lecker. Wenn sie sich wieder vertun, wissen wir, was zu tun ist. Lachen, tauschen und weiterreden. Genau. Schau mal, so viele Sorten. Ich habe noch nie Bubble Tea probiert. Ich schon. Ist echt witzig. Du kannst Zucker und Eis selbst wählen. Dann bestelle ich einen. Super. Dir wird's gefallen. Die Perlen sind wie kleine, weiche Blasen. Ach so, das ist der Spaß daran. Manche sind aus Tapioca, oder? Genau. Andere aus Frucht. Was nimmst du? Milchtee mit Karamell und klassischen Perlen. Guter Start. Wenn du magst, probier nächstes Mal grünen Tee mit Zitrone.
Ich find's cool, dass man den Zucker einstellen kann. Ich habe halben Zucker genommen. Ich habe weniger Eis bestellt. Dann schmeckt's intensiver. Komische, aber tolle Textur. Und schau diese runden Lampen, voll gemütlich hier. Ja, und die Musik ist schön leise. Willkommen im Bubble Tea Club. Danke, jetzt gehöre ich dazu.